Lauter bekannte Gesichter und lauter interessante Erfahrungen. Wir kommen bei der Indie-Reihe zurück. Diesmal mit Rituals, Rituale. Und das ist ein ganz außergewöhnliches Ding. Die Macher von Menagerie, diesem sehr, sehr schickem und grafisch und optisch sehr geilem, verschrobenen Mini-Minispiel, in dem die Dialoge immer abstrakter werden, immer mehr werden von diesen Holzpuppen, haben 3 Spiele rausgebracht. Eins weiß ich gerade nicht. Ah doch, weiß ich den Namen nicht, aber habe ich auch meine Liste noch zum Spielen. Eins war Menagerie und das dritte ist das hier, Rituals. Und scheinbar ist das genaue Gegenteil von dem letzten. Peep Moment. People of Kayamgard do not speak. They are afraid that their words might penetrate the layers under which their bodies are hidden. Afraid that some phrase or name might, through woolen caps and cotton plugs and bald bits of torn rags, enter their buried ears and insert itself into their thoughts, prompting them to think of Kaya Magat not as they see it, but as it is being described to them by the person speaking these words. It is a fear so deeply entrenched that people now see the city with unwilling eyes, shaded behind their hands, lest they be tempted into a sudden burst of verbiage whilst looking upon the wonders of Kaya Magat, a temptation that might resist the doctrine of their self-imposed silence. For Kaya Magat is a wonderful city where the craftsmen strive hard to put into form all that they cannot give words to, and where the work of the craftsman is left undisturbed, for it is only looked upon, but never described by the people who never speak. Rituals is an early alpha build on Somewhere. Somewhere is a narrative-driven exploration game with elements of stealth. It is played in the first-person mode. The game is set in an alternate colonial India and explores the strange consequences of the search for a mythical city called Kaya Magat. You navigate through the stories about Kaya Magat by becoming other people. And as you shift identities, you realize that each person you become is a figment of another character's imagination and a part of yet another story. Explore this convoluted construction, celebrate its absurdity and piece together its strangely crafted stories. Ich finde, das klingt fantastisch. Es klingt unfassbar liebevoll gemacht. Ein fettes, geiles Konzept über diese schweigende Stadt. Es ist philosophisch as fuck und wow. Es gibt noch eine kleine README-Datei, in der nun drin steht Rituals Version 1.1. Hello there. Before you play, I just have one little thing to say. Hope you find some meaning in our craft, though strange it is and often daft. And if you don't really like our game, well, thanks for playing all the same. Ja, es ist ein Proof des Konzepts und steht hier noch, this build also offers an introduction to the world. Mythical city of storytellers set in surreal India, blub blub. Ja, mehr scheint da nicht zu holen sein. Es soll in itself a short and complete story sein. Strange and wonderful work and nonsense rhymes. Und ja, es ist von dem 2-Personen-Independent-Studio Oleomingus, die gerne Feedback hören. Also gucken, ob ich denen sogar was schreibe, weil ich finde die ultra sympathisch und die Idee fantastisch. Insofern spielen wir dann nochmal das Tutorial und gucken, was diese Welt für uns zu bieten hat. Aha. Okay. Open and close books into every object.
Character flip. Crouch and sneak upon the other character and press E to flip. You can only flip, possess another character if you manage to sneak up on them undetected. Da ist der Stealth-Part also. You have to closer than 2 steps from the person before you can flip. Flipping characters will cause the story to change, providing an alternate perspective on events within the game. Das klingt so groß und fantastisch. Talk to people. Initiate and continue an alternate branch of dialogue. Describes people and objects. There are several books in the game world. Each book provides valuable insight into the lore of Kayamagat and the history associated with its search. The books also serve as introductions to characters and people who are part of game. Do go through as many books as you can find to better comprehend all aspects of the story being told. Pocket inventory. The game is set in colonial India 1895 when the country is under British rule. A cartographer and anthropologist named Charles Connington claims to have discovered a mythical city called Kayamagat. Upon publication of his travelogue, Connington disappears. His mysterious disappearance and the allure of Kayamagat spawns a religious sect dedicated to the search for the city and Connington himself. People from all over the country embark upon expeditions and pilgrimage in hopes of retracing Cunningham's journey. 1880. The journey written by Connington during his trip becomes an iconic document for all people searching for Kayamagat. Given its limited publication and subsequent ban by the church, original pages from the journal are very hard to come by and are therefore very valuable. Okay. When you have your Pocket F open, mouse scroll to flip through the content inside. Ich habe einen Schlüssel, okay. Okay. When you have your Pocket F open, R and S to magnify the papers you're carrying. Ah, okay. Es ist so liebevoll, es ist so gut gemacht jetzt schon. Okay, so bin ich dann hidden. I see. Oh, man hat so viele Möglichkeiten. Krass. And remember, dialogue is key to progression. Talking to other characters will move the story forward, though changing characters might well shift the story itself. Press E to begin. June 1897. 2 strangers return from the search for the mythical city of Kayamagat. Kayamagat. Ich habe eine Art so viel gesprochen die ganze Zeit. Sieht das wunderschön aus. Oh mein Gott. Aber erneut. Das packe ich nicht in so einen kleinen Indie-Reihen-Video. Ich weiß, dass ihr jetzt vermutlich gerade hooked seid. Aber das sollte man, glaube ich, wirklich selber erkunden. Das ist so ein großes, liebevoll gemachtes, richtiges Spiel. Wieso ist sowas nicht auf Steam zu finden? Wieso kann ich für Spiele wie Forward March oder gerade sowas hier, ich meine, guckt euch an, wie liebevoll, wunderschön das Design ist, wie gut die Grafik ist, was es alles für Gameplay gibt. Wow. Sowas soll es auf Steam geben für 15, 20 Euro. Nicht irgendwelche Zombie-Survival-Scheiße im Pre-Early Access. Ich freue mich drauf, das zu spielen. Das kommt in meine ganz reguläre Spieleliste, weil das sicherlich eine Stunde oder 2 oder 3 fressen wird. Und ich sicherlich öfter spielen werde, wenn es unterschiedliche Storys gibt. Und ich Vokabeln nachgucken muss. Dieser exotischen Welt. Das kann Indie. So soll Indie sein. Ich bin weggeblasen. Absolut fantastisch.
Riesig groß, liebevoll gemacht, wunderschön. Intelligent, philosophisch. Ich freue mich auf die Erfahrung. Und ich hoffe, es spielen noch mehr Leute das hier. Viel mehr Leute. Sogar Zwischensequenzen und so weiter.